Deine Ernährung läuft aktuell nicht so wie geplant. Du wachst morgens auf mit Kopfschmerzen, dir ist immer übel, du fühlst dich einfach schlecht und beim Sport kommst du nicht an dein Leistungsmaximum. Dann habe ich hier etwas für dich. Und zwar ganz einfach, ganz simpel, eine einzige Regel. Wenn du die beachtest, ja, in der Küche, beim Einkaufen, in deinem Leben, dann versichere ich dir, dass du dich spätestens nach einem halben Jahr wirklich richtig, richtig gut fühlst. Also bleib dran für mehr. Du fragst dich jetzt, was ist denn jetzt diese eine Regel? Ich spoilere es direkt, es ist ganz einfach. Kaufe nur Lebensmittel ein, die eine Zutatenliste gleich 1 haben. Das bedeutet, wenn du eine Banane in der Hand hast, einen Apfel, ja, Gemüse, einen Joghurt, einen Quark, das sind alles Lebensmittel, sofort in den Einkaufswagen, alles in Ordnung. Wenn du jetzt aber irgendwas in der Hand hast, du drehst es um, ja, irgendein Fertiggericht und du hast da eine Zutatenliste von 10, 20 Zutaten, sofort weg damit. Ist in der Regel nichts Gutes. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wenn du dich daran hältst, also wirklich, du gehst einkaufen und einfach nur im Mindset haben, hey, Zutatenliste möglichst schmal, da machst du schon viel richtig. Ne? Wie gesagt, es gibt wenige Ausnahmen, aber das sollte schon so der Kern sein. Gilt natürlich auch bei Getränke. Wasser, Zutatenliste Wasser. Cola, Zutatenliste, ja, dass du mal ab und zu eine Cola Zero trinkst oder einen Orangensaft, da stirbt jetzt keiner dran. Aber du solltest einfach schauen, dass wenn du einkaufen gehst, dass mindestens 80-90% deines Einkaufswagens gefüllt ist mit guten Lebensmitteln, mit Lebensmitteln, wo die Zutatenliste gleich 1 ist. Wenn du jetzt mal ein Produkt hast, wo vielleicht 3, 4 Zutaten drin sind und du weißt, was da drin ist und das ist gut, komm rein damit. Ist jetzt nicht das Thema. Wir müssen auch nicht übertreiben. Ich mache das Ganze jetzt ungefähr 7 Monate und muss wirklich sagen, mega geil. Also ich wach morgens auf, ich fühle mich super gesund. Ich komme auf meine Bestleistung wieder. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber ich fühle mich gerade so, als wäre ich 21, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder Sport mache. Und das ist alles darauf zurückzuführen, dass man sich einfach vernünftig ernährt. Ne? Heißt mal geilen Joghurt, Quark, Eier, super geil. Fleisch, Fisch, du kannst dich von mir aus auch vegan ernähren, ist alles in Ordnung. Nur schau, dass du nicht dir von morgens bis abends diese 1000 Zusätze reinknallst. Das zieht dich einfach runter auf Dauer. So, und alle, die jetzt behaupten, hey Jens, gesunde Lebensmittel ist ja schön und gut, aber das Ganze ist einfach viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Bullshit, sag ich dir, wie es ist. Also wenn du durch den Supermarkt gehst und du kaufst nur gesunde Lebensmittel, ja, wenn du mal eine Tüte Chips einpackst, komm, schwamm drüber, kann man ja mal machen fürs Wochenende, aber an der Kasse zahlst du deutlich weniger, als wenn du einkaufen gehst, billiges Sonnenblumenöl noch einpackst, Sixpack Cola, 10 Tüten Chips, noch ein Knoppers und dies und das und 1000 Sachen, worauf du einfach nur Bock hast, wird dich das deutlich mehr kosten, als wenn du dich einfach fucking gesund ernährst. Es ist total simpel, ne? Und jetzt kommt noch das Argument, ja, jetzt habe ich vielleicht diese Lebensmittel, aber wie bereite ich das denn zu? Das Geile an diesen Lebensmitteln ist, die meisten brauchst du gar nicht zubereiten. Also hau dir ein paar Eier in die Pfanne, hau dir einen Quark so rein, mach dir einen Joghurt, tu ein bisschen Proteinpulver von mir aus noch rein, trink Wasser en masse, ja, mach dir ein Stück Fleisch mit Brokkoli, kann auch tiefgefroren sein, ist ja völlig egal. Aber das kriegt doch jeder Mensch hin in der Küche. Also das ist gar kein Argument für mich. Und ich denke, für dich ist es auch kein Argument. Also deswegen, fang am besten jetzt gleich damit an. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das Ganze ist super geil. Ja, du wirst dich fitter fühlen, du wirst dich einfach aktiver beteiligen am Leben und deine Haut, alles ist einfach, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also du verbesserst einfach deine Qualität. Ja, das ist vielleicht mal 1, 2 Wochen ein bisschen komisch, man muss sich immer dran gewöhnen, ist klar. Wir Menschen sind ja Gewöhnungstiere, aber wenn du es einfach durchziehst, glaub mir, nach spätestens 3 Wochen wirst du sagen, geil. Was ich richtig cool finde, das macht sich so nach 4, 5 Wochen bemerkbar, wenn du im Supermarkt bist, du fängst auf einmal an, dich wirklich nicht mehr für Süßigkeiten, Chips oder sowas zu interessieren. Also wirklich, das ist wie ausgeblendet, du guckst nicht mal mehr hin. Du meidest auf einmal diese Gänge, wo dieser ganze Kram, das interessiert dich gar nicht mehr. Und du fühlst dich tatsächlich einfach gut, wenn du an der Kasse bist und siehst, yo, geil, du isst, was du bist und damit solltest du auf jeden Fall weitermachen, ne? Und nochmal, nicht übertreiben. Ich sage immer Körper, Geist und Seele. Und zur Seele gehört halt eben auch, dass man sich mal ab und zu einen fetten Cheeseburger reinballert oder mal eine Tüte Chips. Aber die Menge macht das Gift. Ja, ich rede hier vielleicht von einmal die Woche kannst du dir was gönnen. Und das muss auch nicht so ein ehrenloser West-Day sein, wo du von morgens bis abends dir jetzt alles reinballerst oder so, sondern wirklich mal abends gemütlich beim Film oder so mit der Familie. Dann kannst du dir auch mal was gönnen, da stirbst du nicht dran. Ja, aber deine wesentliche Ernährung sollte einfach aus gesunden Lebensmitteln bestehen und vor allen Dingen sehr viel Wasser.
Ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch so Tipps aus der Küche oder im Supermarkt, ob euch das überhaupt interessiert. Wir denken, das gehört auf jeden Fall zum Calisthenics-Kanal dazu. Wir bauen uns gerade auf. Wir haben jetzt, glaube ich, fast bald die 100 Follower. Da freuen wir uns drauf. Und genau, wir sehen uns.